Hallo, in diesem Video zeige ich, wie man eine dreidimensionale Ebene anhand ihrer Koordinatenform ganz einfach zeichnen kann. Und am Ende des Videos zeige ich auch, wie man besondere Lagen von Ebenen im Raum anhand der Gleichung erkennen kann. Angenommen, wir haben diese Koordinatengleichung gegeben, der Ebene 3x plus y plus 2z gleich 3 und wollen die in unser Koordinatensystem zeichnen. Dann beginnen wir mit den Spurpunkten. Das sind die Punkte, an denen die Ebene die Koordinatenachse schneidet. Wir sehen hier einen Schnittpunkt der Ebene mit der x-Achse. Die x-Koordinate, die kennen wir noch nicht. Aber wir kennen von dem Punkt bereits die y-Koordinate, die ist nämlich 0, weil wir gar nicht nach links oder rechts gehen, und die z-Koordinate ist ebenfalls 0. Das heißt, für diesen Schnittpunkt können wir in unserer Koordinatengleichung das y und das z einfach 0 setzen, also uns wegdenken, und dann sehen wir sofort 3x gleich 3, also muss x gleich 1 sein und damit liegt unser Schnittpunkt bei x gleich 1. Dasselbe machen wir mit dem Schnittpunkt mit der y-Achse. Wir wissen, x und z muss 0 sein, also erhalten wir y gleich 3. Und der Schnittpunkt mit der z-Achse, der muss bei z gleich 1,5 sein. Also haben wir hier unseren Spurpunkt. Nun verbinden wir die drei Punkte miteinander und schwupps sehen wir unsere Ebene, wie sie hier so schräg in diesem Koordinatensystem drin liegt. Nicht vergessen, die Ebene geht nach hinten noch in alle Richtungen weiter. Die ist immer unendlich groß. Fertig. Cool. Das gleiche Verfahren können wir auch in der anderen Richtung verwenden. Wenn wir eine Ebenengleichung gezeichnet haben und wollen dazu die Ebenengleichung bestimmen, dann lesen wir zuerst die Koordinaten der Spurpunkte ab. X ist bei 1,5, y bei -2 und z bei 2. Und nun suchen wir aus diesen drei Zahlen das kleinste gemeinsame Vielfache. Das wäre hier die 6. Also die Zahl, in der alle drei Werte drin stecken, wäre hier die 6. Und das gibt die rechte Seite unserer Ebenengleichung. Warum? Erkläre ich gleich noch. Jetzt suchen wir den Zahlenfaktor, der hier vor dem x stehen muss. Da x gleich 1,5 ist, brauchen wir hier eine 4, damit 6 rauskommt. 4 mal 1,5 gleich 6. Das y ist -2, also brauchen wir hier eine -3 als Vorfaktor, damit 6 rauskommt. Und das z ist 2, dann brauchen wir hier eine +3, damit 6 rauskommt. Und damit haben wir unsere Ebenengleichung gefunden. Cool. Nun, warum habe ich hier das KGV genommen? Das dient nur dazu, damit ich hier ganze Zahlen bekomme. Denn ich möchte ja diese Multiplikation ausführen, da soll immer eine ganze Zahl rauskommen. Ich hätte auch irgendeine andere, größere Zahl nehmen können, auf der rechten Seite zum Beispiel eine 12. Dann wären die Faktoren doppelt so groß geworden. Das ist aber genau die gleiche Ebene wie die hier, denn ich kann diese Gleichung ja einfach durch 2 teilen und dann kommt wieder die hier oben raus. Es macht also keinen Unterschied, welche Zahl ich hier wähle. 6 war nur die einfachste Möglichkeit. So, bisher hatten wir immer Ebenen betrachtet, die 3 Spurpunkte haben, sich also mit allen 3 Koordinatenachsen schneiden. Frage, ist das immer so? Gibt es auch Ebenen, die weniger als 3 Spurpunkte haben? Ja, klar. Und zwar nennt man das dann die besonderen Lagen von Ebenen, wenn sie nämlich parallel zu irgendeiner Achse liegen. Wir sehen hier eine einfache Ebenengleichung 3x plus 2z gleich 3. Wir erkennen sofort, der Schnittpunkt mit der x-Achse muss bei x gleich 1 sein und der Schnittpunkt mit der z-Achse bei 1,5, während es mit der y-Achse überhaupt keinen Schnittpunkt gibt. Diese Ebene liegt also parallel zur y-Achse, verläuft hier so waagrecht. Und zwar kann man sagen, immer der Buchstabe, der hier in der Ebenengleichung fehlt, zu dieser Achse verläuft die Ebene parallel. Schauen wir uns mal dieses Beispiel hier an, 2x plus y gleich 2. Es fehlt der z-Wert, also haben wir keinen Schnittpunkt mit der z-Achse, nur einen mit der x- und der y-Achse. Und die Ebene verläuft parallel zur z-Achse. Wir können uns hier so eine schräg aufrecht stehende Wand vorstellen. Es kann sogar sein, dass in unserer Ebenengleichung mehrere Werte fehlen, zum Beispiel die Ebene y gleich 2. Die hat keinen x-Wert und keinen z-Wert.
Das heißt, es gibt mit der x-Achse und mit der z-Achse auch keinen Schnittpunkt. Das bedeutet, diese Ebene verläuft parallel zur x-Achse und zur z-Achse, also zur ganzen x-z-Ebene. Und damit können wir uns vorstellen, dass es so eine senkrecht stehende Wand, die hier so parallel zur x-z-Ebene steht. Ein noch extremeres Beispiel, hier ist y gleich 0. X und z fehlen, also haben wir keinen Schnittpunkt mit der x- und der z-Achse, jedoch eine mit der y-Achse bei y gleich 0. Und die Ebene verläuft parallel zur x-z-Ebene. Nun kippen wir das Ganze um. Hier ist z gleich 0. Diese Ebene verläuft parallel zur xy-Ebene in der Höhe z gleich 0. Das ist also sozusagen der Fußboden. Wenn wir irgendeine Anwendungsaufgabe haben, wo vom Erdboden die Rede ist, können wir diese Ebene sofort mit der sehr kurzen Ebenengleichung z gleich 0 beschreiben. Und wenn wir das Ganze in die Höhe heben, die Ebene z gleich 1,5 ist eine zum Fußboden parallel verlaufende Ebene, zum Beispiel eine Tribüne, eine Bühne, in der hier irgendeine Veranstaltung in 1,50 Meter Höhe stattfindet. Okay, das waren die besonderen Lagen von Ebenen.